Wie viele Blessings of the Demon bräuchte man, um einen gewünschten 0,1 Wert zu kriegen? 1 Million. Ich weiß es nicht. Also das Ding ist halt, wenn du 1 Million Blessing of the Demon hast, das ist sowieso ein interessantes Thema. Wenn du 1 Million Blessing of the Demon hast, ergeben 800.000 gar nichts. Wenn du 1 Million besitzt und einsetzen würdest, würdest du 800.000 Mal gar nichts bekommen, weil du zu 80% nichts bekommst. Also theoretisch. Du hast ja auf jedem Wert 5% und bei jedem Wert zu 80% 0. Das heißt, je höher du gehst, desto höher ist auch deine Ausfallquote, wo du gar nichts bekommst. Und das ist jetzt ja auch so bei Wahrscheinlichkeiten, je öfter du etwas machst, desto genauer wird es. Desto weniger extreme Abweichungen und so weiter hast du. Also, wenn du irgendwann 10 Billionen Blessing of the Demon einsetzen würdest, bist du wahrscheinlich genau oder sehr genau bei diesen 80% dann. Es wird immer genauer quasi. Das heißt, man kann auch wirklich damit rechnen, wenn man jetzt nicht extrem reinlackt, wird es auch immer so sein, dass du zu 80% wirklich gar nichts bekommst. Das wird mal mehr sein, mal weniger, wenn du immer so Sessions hast, wo du so ein paar hundert Stück einsetzt. Aber je mehr öfter und je länger du es machst, desto eher wirst du halt, wie gesagt, diese 80% nichts haben. Ja, und wenn du eben 80% nichts hast, dann kann das ganz schön kostspielig werden. Weil ich meine, theoretisch... Na gut, okay. Man muss natürlich sagen, ich weiß jetzt nicht, wie wahrscheinlich ist der zweitwahrscheinlichste Wert. Wenn man jetzt nur von diesen 0,1 ausgeht, ist natürlich ein bisschen unlogisch. Weil das ist eigentlich genau das gleiche wie bei den Ultimate Rerolls. Da kennt man jetzt zwar die Wahrscheinlichkeiten nicht, also die sind ja wahrscheinlich einfach gleich, einfach nur Glück oder Pech. Also nicht unbedingt unwahrscheinlich, einen hohen Roll zu haben als einen niedrigeren Roll. Und eigentlich kannst du es damit vergleichen. Du würdest ja zum Beispiel niemals, mal angenommen, du kriegst jetzt auf einem Mage, würde man wirklich 8% Waterbomb, vielleicht schon, aber würde man wirklich 8% Waterbomb, also wenn du überall das Zweitbeste bekommst quasi, würdest du das wirklich rerollen? Die allermeisten Leute würden es wahrscheinlich nicht rerollen. Wenn du bei jedem Wert das Zweitbeste hast. Man kommt wie gesagt drauf an, manche Leute würden es wahrscheinlich tatsächlich rerollen, je nachdem, wo die Prioritäten liegen. Waterbomb ist tatsächlich so wichtig, dass man sagen kann, da würden wahrscheinlich sogar einige Leute rerollen, keine Ahnung. Aber vom Prinzip her kannst du es dir so ungefähr vorstellen. Und bei den Werten ist es das Gleiche. Selbst wenn du unbedingt einen 0,1 Wert haben willst, was wie gesagt schon ziemlich utopisch ist, weil du ja erstmal eine 0,1 Chance hitten musst. Von 1 Scrolls, die du benutzt, und von 1 Scrolls, die du benutzt, 80% nichts ergibst. Und da ist halt die Frage, wenn du dann den zweitbesten Wert hittest, wie gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, was die Wahrscheinlichkeit dafür ist, aber auch ziemlich unwahrscheinlich, würdest du es wirklich rerollen? Also zum Beispiel bei Cast Time, du kriegst den zweitbesten Cast Time Wert oder zweitbesten Crit-Rate Wert oder so. Würde man das wirklich rerollen? Würde irgendjemand das wirklich rerollen? Bei den Wahrscheinlichkeiten? Ehrlich gesagt, I doubt it. Vor allem, da du ja eh so viele Sachen hast. Du hast ja eh so viele CS-Items, du kannst ja eh so oft erwecken, in Anführungszeichen. Da stellt sich schon die Frage, würde sich das überhaupt lohnen? Klingt, ehrlich gesagt, ziemlich dämlich. Und was auch interessant ist, das steht zwar bei dem Item auch dabei, aber ich glaube, so manch einer hat das vielleicht noch gar nicht so richtig begriffen. Also, wenn ich das zumindest richtig verstehe, ich weiß nicht, ob schon mal jemand ausprobiert hat, aber bei dem Blessing of the Demon steht dabei, dass man das nicht vom Jewel Peach Manager entfernen lassen kann. Und bevor man es entfernen kann, soll man Blessing of the Goddess benutzen, rerollen und erst dann kann man es entfernen und erst dann wird das Item wieder handelbar. Und ich meine, das ist jetzt nicht so schlimm, ja, aber ich habe noch niemanden darüber reden sehen oder hören. Und ich fand es eigentlich schon wieder so ein bisschen, ja, wie gesagt, ist jetzt nicht so ultra schlimm, aber so ein bisschen lächerlich fand ich es schon, weil das bedeutet, wenn du irgendwann dein CS-Set, zum Beispiel ein 5% Speed-Set verkaufen willst, ein 10% Speed-Set wieder verkaufen willst und du willst deine Dinger entfernen, musst du für jedes Teil, wo du ein Blessing draufgehauen hast, egal, also wenn es ein Blessing of the Demon war,
musst du noch zusätzlich, so ähnlich wie bei Appearance Recovery Scroll oder eigentlich genauso wie bei Appearance Recovery Scroll, musst du noch ein Blessing of Goddess kaufen für 100 F-Coin, es überschreiben und erst dann kannst du es entfernen. Das heißt, sie zwingen dich, wenn du auf alle deine Items das draufgeballert hast, das dann x-mal zu kaufen. Ich meine, gut, es wird nicht häufig passieren, wenn du einen Charakter wirklich krass gerollt hast und sie niemals besseres CS releasen. Ich meine, wer würde jemals so einen ultra heftigen Wert entfernen? Das ist schon eher unwahrscheinlich, dass das wirklich jemand machen würde. Aber mal angenommen, du hast keine so krassen Werte, du hast einfach nur irgendwelche random Werte draufgeballert. Hauptsache, da ist was drauf. Keine Ahnung, schlechtester Crit-Rate-Wert, schlechtester Crit-Damage-Wert ist ja scheißegal. Hauptsache, es ist irgendwas drauf. Ist ja auch alles besser als nix. Und so ist es ja meistens oft. Man hat erstmal das Motto, Hauptsache irgendwas. Und wie gesagt, wenn du das dann entfernen willst, musst du entsprechend häufig Blessing of the Goddess kaufen, um das dann zu überschreiben, weil du es erst dann entfernen kannst. Und ich weiß gar nicht, wie das ist, aber das müsste halt dann zusätzlich wahrscheinlich noch gekauft werden. Safe. Wenn du dann noch Skins benutzt hast, dann musst du halt quasi eine Appearance Recovery Scroll kaufen und ein Blessing of Goddess. Also mal angenommen, du hast dein komplettes CS-Set geskinnt, dann müsstest du pro CS-Item 300 F-Coin zahlen, um es wieder handeln zu können. 100 für Blessing of the Goddess zum Overwriten und 200 für Appearance Recovery Scroll, wenn du es geskinnt hast. Ist, weiß auch nicht, irgendwie schon ein bisschen ungünstig, sag ich mal. Nicht gerade im Sinne der Spieler, glaube ich. Und ich denke, das geht momentan so ein bisschen unter, weil momentan denkt halt keiner dran, sein Zeug zu verkaufen. Und warum auch? Wie gesagt, das ist jetzt ja aktuell auch nicht wirklich relevant. Aber es könnte oder wird halt irgendwann vielleicht mal relevant werden. Vor allem bei so Twink-Charaktern oder so könnte es mal relevant werden. Und dann ist halt schon nervig, weil dann bereust du es halt schnell wieder, dass du überhaupt Blessing of the Demon benutzt hast für 0,5% Crit-Rate oder was auch immer die niedrigsten Werte sind. Weil dann am Ende kostet es sich unverhältnismäßig viel Geld, das dann wieder zu entfernen. Und die Werte an sich waren aber nie so gut, dass du jetzt gesagt hast, okay, das war dir jetzt 100 F-Coin wert oder so. Ja, gut, 100 F-Coin ist jetzt auch nicht so viel, aber naja. I don't know. Finde ich irgendwie nicht ganz so problematisch, aber schon etwas problematisch. Ich bin einfach absolut kein Fan von Sehengebunden, Accountgebunden und so weiter. Und damit haben sie halt wieder sowas eingefügt. Plus, um es entfernen zu können, musst du halt wieder Geld bezahlen. Das ist halt immer das, was ich gar nicht mag. Vor allem als Free-to-Play-Spieler halt. Ändert etwas an Anbindungskreuz. Glücklicherweise deutlich günstiger, aber ja, vom Prinzip her so ähnlich. Vor allem hätte man es ja auch einfach so machen können, dass das Blessing zu entfernen kostet einfach 1 Million Penya. Ich meine, ja, wäre immer noch ätzend, aber ich meine, 1 Million Penya ist deutlich weniger als 100 F-Coin. Dann halt lieber die 1 Million Penya von mir aus oder so. Es ist halt auch wieder so ein kleinen Penya-Sink, I guess. Einen sehr kleinen. Ganz, ganz klitzeklein. Und Problem ist auch die Zeit fürs Rerollen. Ja, wobei ich nicht weiß, wie lange die Animation dauert. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Weißt du, wie lange die Animation dauert von einem Blessing of the Demon? Oder Goddess? 1 Sekunde? Aber klar, ich meine theoretisch, wenn du 5 Scrolls benutzt, kommt bei 4 gar nichts raus. Das heißt, selbst wenn es nur eine halbe Sekunde wäre, na gut, eine halbe Sekunde wäre schon extrem kurz, aber die Zeit ist lost. Zu 80%. Zu 80% der Zeit hast du deine Zeit erstmal gewastet, weil du gar nichts bekommst. Ja, da müsste man halt wieder so Mass-Rerolling machen, weil das so wieder gefährlich ist, wenn es zu schnell geht, dass du dann nicht rechtzeitig reagieren kannst. Da müsste man sowas machen, vielleicht kommt das dann noch in der Zukunft, da müsste man sowas machen, dass du, wie gesagt, so Massen rerollen kannst, so wie beim Upgraden, dass du einfach deine Items reinpackst und dann geht es automatisch durch mit Battle Pass in der superschnellen Variante. Aber du stellst vorher ein, welche Werte du haben willst. Zum Beispiel, du stellst ein Crit Damage ab 2% oder Magiebeschleunigung ab 2% und dann Stopp. Sobald 2% kommt, Stopp, hör auf, nicht weiter rollen.
Und dann könntest du quasi, keine Ahnung, sagen wir 100 Scrolls die Minute durchballern oder so. Irgendwie so. Das ist vielleicht schon fast ein bisschen vieles. 60 die Minute oder so. Und du stellst einfach ein, die Werte will ich haben. Vielleicht kannst du maximal 3 Werte auswählen, bei denen gestoppt werden soll. Und mit der Höhe des Wertes. Und dann sagt das Spiel quasi, Wert getroffen, willst du es behalten? Zack, boom, entscheidest dich, will ich es behalten, will ich es nicht behalten? Rollst weiter, rollst nicht weiter. Oder rollst mit dem nächsten Item weiter. Sowas bräuchte man da halt wahrscheinlich. Gibt es ja bei anderen Spielen auch. Genshin Impact hat sowas Ähnliches. Tatsächlich. Das wäre halt ein Update für die Zukunft wahrscheinlich dann. Weil ich meine, sowas wie jetzt so 100.000 oder Millionen Scrolls, das werden jetzt die wenigsten benutzen, wenn sie wirklich auf diese 0,1% scharf sind. Da werden viele vorher schon längst aufgehört haben zu rerollen. Einfach auch wegen dem Zeitaufwand. Also Kosten sowieso. Aber wahrscheinlich auch einfach wegen Zeit und so weiter. Oder weil es gar nicht so viele Scrolls gibt. Aber für die wenigen Verrückten, die es wirklich haben wollen, und selbst auch, wenn du nicht so verrückt bist, ich meine, selbst wenn du nur 100 Scrolls durchballern willst, hast du auch keinen Bock, da eine halbe Stunde zu stehen. Gefühlt. Ja, aber gut, ich meine, das System ist noch brandneu, also da kommt hoffentlich noch was Quality of Life Technisches. Aber wenn sowas mal kommen würde, das würde ich richtig feiern, ja. Hört sich schon so an, als bräuchten wir das. Und da ist halt auch wieder die Frage, warum haben sie es so gemacht, dass man zu 80% nichts bekommt? Hätte man nicht einfach die, Items seltener machen können? Weil ja fast jeder jetzt gesagt hat, Blessing of the Demon ist so ultra unselten. Da frage ich mich halt wieder, wäre es aus Spielersicht nicht besser gewesen, die Blessing of the Demon droppen doch ein bisschen seltener? Und dafür hast du nicht 80% nichts, dass du so ultra viele Scrolls dann halt brauchst, wie gesagt. Und stattdessen hast du halt 40% nichts oder 20% nichts. Dafür droppen die Scrolls halt entsprechend seltener. Wäre halt wahrscheinlich aus Spielersicht jetzt dann doch irgendwie die bessere Variante gewesen. Weil wenn du dann wirklich mal am Rerollen bist, massenhaft, und du willst so einen Wert haben, einen geilen Wert, wo du halt Minimum 1000 Scrolls brauchen wirst, brauchen wir gar nicht drüber reden, dann wäre es wahrscheinlich schon ein bisschen angenehmer, dass du nicht zu 80% nichts bekommst, sondern höchstens 20 oder 40. Irgendwie so. Naja, wird sich ja hoffentlich herausstellen, dass die Leute sowas wollen. Gibt's bestimmt schon die ersten Feedback-Dinger. Ich imagine, du hättest 2% Crit Damage mit Demon Blessing, aber es ist auf einem Mage Char. Ja, sowas wird andauernd passieren. Kannst du jetzt schon sicher sein. Ist doch immer so. Du willst Crit Damage, kriegst Magiebeschleunigung. Bester Wert. Du willst, keine Ahnung, Speed, aus welchem Grund auch immer, und kriegst den besten PvE-Wert oder so. Weil die PvE-Werte sind ja Flat-Werte irgendwie. Da bin ich mir noch gar nicht sicher, wie gut die überhaupt sind. Aber ist doch immer so. Utility-Character und du kriegst Damage-Werte. Damage-Character und du kriegst Utility-Werte. Ist doch immer das Gleiche.